Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In der heutigen schnelllebigen Welt sehen sich viele Menschen mit dem chronischen Gefühl konfrontiert, zu wenig Zeit zu haben, sei es für die Arbeit, das Privatleben oder die Selbstverwirklichung. Gerade für diejenigen, die meinen, sich im Hamsterrad des Alltags zu verlieren, bietet das Buch 24/7 Zeitmanagement. Für alle, die keine Zeit haben, von Tim Reichel eine praxisorientierte und motivierende Hilfestellung. Der Autor hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen konkrete Werkzeuge und Methoden an die Hand zu geben, um aus der Zeitschleife auszubrechen und das Beste aus ihrem Alltag herauszuholen. Die Besonderheit dieses Buches liegt in seiner alltagstauglichen und humorvollen Herangehensweise. Es vermittelt praxisnahe Tipps, die sich leicht und ohne großen Aufwand umsetzen lassen und richtet sich damit explizit an alle, die meinen, für klassische Zeitmanagement-Methoden keine Zeit zu haben. Fundierte Analysen, motivierende Impulse und jede Menge persönliche Erfahrungen machen dieses Werk zum idealen Begleiter für alle, deren To-Do-Listen nie enden. Egal ob Student, Berufstätiger oder vielbeschäftigte Mutter. Mit 24/7 erhält der Leser einen Werkzeugkasten voller Ideen, um stressfreier und effektiver durch den Alltag zu navigieren und so mehr Zeit für das zu gewinnen, was wirklich zählt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Psychologie des Zeitmangels und wie man sie überwindet. Im ersten Kapitel beleuchtet Tim Reichel die psychologischen Hintergründe unseres gefühlten Zeitmangels. Viele Menschen erleben ihren Alltag als kaum kontrollierbaren Strom von Verpflichtungen und geraten dadurch in Dauerstress. Der Autor zeigt auf, wie dieser subjektive Druck entsteht, etwa durch gesellschaftliche Erwartungen, Perfektionismus und die permanente Erreichbarkeit. Er gibt konkrete Hilfestellungen, um das eigene Zeitbewusstsein zu hinterfragen und sich von dem Gefühl zu lösen, ständig getrieben zu sein. Durch gezielte Übungen und Reflexionen kann der Leser lernen, seinen Alltag wieder aktiver zu gestalten und sich von selbst auferlegten Zwängen zu befreien. Damit legt dieses Kapitel das feste Fundament für ein nachhaltiges und individuell angepasstes Zeitmanagement. Zweitens, effektive Techniken für sofortige Struktur im Alltag. Ein zentrales Anliegen des Buches ist es, mit wenig Aufwand sofort nutzbare Techniken zu liefern. Tim Reichel stellt verschiedene Methoden vor, mit denen auch gestresste Menschen schnell mehr Struktur in ihren Alltag bringen können. Dazu zählen Techniken wie das Setzen realistischer Ziele, das Priorisieren von Aufgaben und der bewusste Verzicht auf Multitasking. Praktische Tools wie Tages- und Wochenplanung sowie einfache Zeitblöcke helfen dabei, Aufgaben zu bündeln und unnötige Ablenkungen zu minimieren. Der Clou: Die Methoden sind so gestaltet, dass sie auch bei knapper Zeit und wenig Motivation funktionieren. Besonders betont wird die Anpassbarkeit der Techniken an den eigenen Lebensstil. Jeder Leser kann die Methoden individuell skalieren und anpassen, sodass sie alltagstauglich und nachhaltig wirksam bleiben. Drittens. Das Nein-Sagen als zentrale Schlüsselkompetenz. Eine der größten Herausforderungen im Zeitmanagement ist es, eigene Grenzen zu setzen und Aufgaben bewusst abzulehnen. Der Autor widmet diesem Thema ein eigenes Kapitel und zeigt auf, wie viele Zeitprobleme durch ein mangelndes Nein-Sagen entstehen. Mit anschaulichen Beispielen verdeutlicht er, wie man höflich, aber bestimmt Anfragen ablehnt, Prioritäten kommuniziert und dadurch mehr Freiräume für Wichtiges schafft. Das Nein-Sagen wird nicht als Egoismus dargestellt, sondern als überlebensnotwendige Kompetenz, um Überforderung zu vermeiden und die Kontrolle über das eigene Leben wieder zu erlangen. Tim Reichel gibt dem Leser konkrete Formulierungen und Tipps mit auf den Weg, um in belastenden Situationen souverän zu reagieren. Dieses Kapitel liefert damit eine der wichtigsten Voraussetzungen für mehr Lebensqualität und Zeitautonomie. Viertens. Der Umgang mit digitalen Zeitfressern und Ablenkungen. In unserer modernen Gesellschaft sind Smartphones, soziale Netzwerke und E-Mails zu ständigen Begleitern des Alltags geworden. Und sie rauben uns oft mehr Zeit, als wir wahrhaben wollen. Dieses Kapitel analysiert, wie digitale Ablenkungen entstehen und warum wir ihnen nur schwer widerstehen.
Tim Reichel deckt die psychologischen Mechanismen hinter Smartphone und Internetnutzung auf und zeigt, wie man mit einfachen Tricks Herr über die digitalen Zeitfresser wird. Konkrete Maßnahmen sind beispielsweise das bewusste Festlegen von nutzenfreien Zeiten, das Ausschalten unnötiger Benachrichtigungen und der gezielte Einsatz von Produktivitäts-Apps. Durch den reflektierten Umgang mit digitalen Medien schafft es der Leser, wieder mehr Zeit für seine eigentlichen Ziele und Bedürfnisse zu gewinnen. Schließlich Selbstfürsorge und die Kunst des Loslassens. Zum Abschluss des Buches zeigt der Autor, dass erfolgreiches Zeitmanagement unweigerlich mit Selbstfürsorge verknüpft ist. Viele Menschen vergessen im hektischen Alltag auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten und überfordern sich dadurch langfristig. Tim Reichel plädiert dafür, regelmäßig Pausen einzuplanen, Erholungsrituale zu pflegen und sich bewusste Auszeiten von Verpflichtungen zu nehmen. Das bewusste Loslassen von Perfektionismus und der Mut zur Lücke werden als wichtige Bestandteile eines gesunden Zeitmanagements vorgestellt. Der Leser erfährt, dass es keine Schwäche ist, Aufgaben abzugeben oder auch einmal Fehler zuzulassen, sondern dass dies langfristig zu mehr Gelassenheit und Lebensqualität führt. Durch Selbstmitgefühl und eine realistische Einschätzung der eigenen Leistungsgrenzen gelingt es, einen nachhaltigen Umgang mit der eigenen Zeit zu etablieren. Zusammenfassend: 24/7 Zeitmanagement. Für alle, die keine Zeit haben, ist ein praxisorientierter Leitfaden für alle Menschen, die das Gefühl haben, im Alltag einfach nicht mithalten zu können. Studierende, Berufstätige, Eltern oder alle, die ständig zwischen verschiedenen Aufgaben jonglieren müssen, profitieren besonders von diesem Buch. Der große Mehrwert liegt in der Alltagstauglichkeit der Methoden und der motivierenden Sprache. Tim Reichel nimmt dem Zeitmanagement seinen abschreckenden Ernst und macht Mut, Veränderungen auch in kleinen Schritten umzusetzen. Im Unterschied zu vielen anderen Zeitmanagement-Ratgebern, die theoretisch oder zu komplex sind, bietet dieses Werk sofort umsetzbare Handlungsvorschläge, die wirklich ins Leben integrierbar sind. Wer sich mehr Freiraum, weniger Stress und eine bessere Lebensqualität wünscht, ohne tagelange Planung, findet hier den perfekten Begleiter. Der Kauf dieses Buches lohnt sich insbesondere für alle, die bisher an anderen Methoden gescheitert sind oder sich von der Vielzahl der Tipps im Netz überfordert fühlen. Durch seine humorvolle, verständliche Art und seine realitätsnahe Perspektive ist 24/7 der ideale Einstieg oder Neustart für ein entspannteres Zeitmanagement und ein Leben, das sich wieder nach den eigenen Regeln richtet. Wenn Sie unterstützen möchten: Tim Reichel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.